Hallo ihr Lieben, ich bin George Nasser und ich wollte heute euch zeigen, wie ich die orientalischen Tonleitern mit Finale notiere oder erstelle. Bei Finale geht es nur um Notenbild. Soundwiedergabe funktioniert nicht, weil Finale keine Vierteltone enthält. Aber es funktioniert ganz gut, wenn man es als PDF oder zum Drucken braucht. Wie wir gehört haben, das Finale keine Updates mehr geben wird. Aber kann man die vorhandene Kopie benutzen, um den orientalischen Tonleitern zu erstellen. Es funktioniert ganz gut. Hier es gibt 2 Möglichkeiten oder 2 Methoden. Und ich werde jetzt mit der ersten Methode beginnen. Zuerst starten wir Finale. Es dauert ein paar Sekunden. Dann öffnet sich dieses Fenster. Ich werde jetzt schnell Default Dokument auswählen. Und ich werde es ein bisschen größer machen, damit wir eine gute Übersicht haben werden. Und jetzt gehe ich hier Key Signature Tool, Tonarten. Klicke ich hier und dann komme ich hier und klicke auf einen Takt zweimal. Öffnet sich dieses Fenster. Hier finden wir 4 Optionen. Major Key, Minor Key, Keyless und Non-Standard. Wählen wir Non-Standard aus und dann öffnet sich noch einmal dieses Fenster. Hier unten finden wir 5 Fenster. Von denen 3 Fenster wurden nicht aktiviert. Klicke ich hier auf Next einmal und dann zweimal und dann jetzt wurde die 5 Fenster aktiviert. Klicke ich äh, hier auf Attributes und dann öffnet sich dieses Fenster Special Key Signature Attributes. Ich will hier nicht zu viel darüber reden. Hier Harmonikreferenz bedeutet Root-Note. Ich werde euch zeigen hier Symbolfont. Was ist die Aufgabe von Symbolfont? Oder was macht Symbolfont? Klicke ich hier drauf, öffnet sich dieses Fenster. Hier unten, ich würde scrollen nach unten. Normalerweise sagen sie, dass wir ähm, Maestro Percussion auswählen sollen. Wenn ich hier unten gehe, hier finde ich Maestro Percussion und dann wähle ich es aus und gehe ich hier Symbol List ID, Symbol, dann werden wir hier sehen Maestro Percussion. Aber ich zeige euch jetzt meine Methode. Das brauchen wir alles nicht und Delete. Ich wähle von Anfang an zuerst Symbol List ID. Klicke ich drauf, dann öffnet sich dieses Fenster. Was bedeutet hier Alter Amount? Alter Amount ist, oder was ist diese Zahlenwert hier, diesen Zahlenwert? 1 bedeutet erhöht um einen Halbtonschritt. Und was ist Symbol davor? Natürlich, diese Informationen kann man von Help Center von Make Music kriegen. Äh, 1, was ist Symbol davor? Davor klicken wir hier auf Symbol und scrollen wir hier nach unten, finden wir hier Standard, kleinen Moment, Standard Accidentals hier und wählen wir jetzt das Kreuz, Select und klicken hier auf Insert. Hat mir ab sofort gezeigt,
diesen Zahlenwert, -1. Was ist -1? Erniedrigt um einen Halbtonschritt. Was ist das Symbol dafür? Ist das B. Wieder gehe ich unten zum Standard Accidentals, wähle ich das B, Select und Insert. Jetzt hat mir gezeigt 2. Was bedeutet 2? Erhöht um 2 Halbtonschritte. Das Symbol dafür ist Doppelkreuz. Wieder scrolle ich nach unten, Doppelkreuz auswählen, Select und Insert. -2 erniedrigt um 2 Halbtonschritte. Das Symbol dafür ist Doppel B. Wieder Standard Accidental und dann Doppel B auswählen, Select und Insert. Hier, ich wollte euch was Wichtiges sagen. Ich gebe hier 0 äh, und 0 steht für Auflösungszeichen. Wir brauchen es. Äh, Ich habe hier jetzt 0 eingegeben, dann klicke ich auf Symbol und dann gehe ich wieder zum Standard Accidental und wähle ich jetzt Auflösungszeichen, Select und Insert. Und jetzt, wie ich löse dieses Problem, das Finale keine Vierteltone enthält. Meine Methode läuft so. Ich gebe hier 4 ein. 4 bedeutet natürlich erhöht um 4 Halbtonschritte. Aber ich benutze es, dass ich hier zum Halbkreuz. Was bedeutet halbe Kreuz? Halbe Kreuz erhöht um einen Viertelton. Wo finden wir es? Hier, Arel, Etzki, Ozdelik, kann man hier alles, was braucht, finden. Das ist halbe Kreuz, wähle ich es aus, Select und Insert. Gleich hat mir gezeigt -4. -4 natürlich erniedrigt um 4 Halbtonschritte. Aber ich benutze es ähm, für halbe Quarter, auf Englisch Quarter Ton Flat. Symbol davor wieder Arel Etzki Ozdelik. Hier, es gibt 2 Möglichkeiten. Umgedrehtes B steht für halb B, ist richtig, oder auch B mit einem Schrägstrich auf dem Hals, auch. Ich werde es auswählen, weil dieses Symbol vert mir vertrauter ist. Select und dieses Mal klicke ich hier auf OK und OK. Es hat sich nie etwas gezeigt. Aber jetzt, ich würde euch zeigen 2 Beispiele. C, Rasttonleiter, natürlich von den orientalischen Tonleitern. C, Rasttonleiter und D, Bayati Tonleiter. Ich klicke hier auf Accidental Order, dann öffnet sich dieses Fenster. Äh, Wie ich gesagt habe, kann man auch diese Informationen von Help Center von Make Music und von Finale auch kriegen. Jetzt Step Level. Ist bei Finale so, dass C ist 0, D ist 1, E ist 2, F ist 3, G ist 4. Und natürlich können wir jetzt weiter zählen. A ist 5,
und H ist 6. Aber damit wir die richtige Oktave kriegen werden, müssen wir oder sollen wir von A beginnen. A ist -2 und H ist -1, C ist 0 und D ist 1 und E ist 2. Jetzt, ich zeige euch C-Ras-Tonleiter. C-Ras-Tonleiter brauchen wir H halb B und E halb B. Was haben wir gesagt? H ist -1. Amount, was haben wir eingegeben vor das Symbol? -4. Klicke ich auf Next und hier auch 2, E ist 2 und halb B ist -4. Wenn ich darauf jetzt klicke auf OK und dann sehe ich hier, das ist hier jetzt, ich zeige euch noch größer, das geht hier, so, hier, das ist C-Ras-Tonleiter. Jetzt werde ich die Bajati-Tonleiter euch zeigen, wie es geht. Okay, wir brauchen jetzt hier B und E halb B. B, wie wir gesagt haben, ist -1 oder H hier -1 und damit sie B sein wird, -1, klicke auf Next, 2 ist E und -4 ist halb B. Okay und dann noch einmal okay, noch okay hier. Wir sehen hier, das ist D Bajati-Tonleiter. Und dann können wir jetzt hier alles eingeben. Natürlich, wie wir gesagt haben, Wiedergabe funktioniert nicht, ist nicht richtig. Das geht nur um Notenwelt. Jetzt, was ich euch auch noch was Wichtiges sagen will, äh, die Versetzungszeichen benutzen. Manchmal kriegen wir Probleme, manchmal. Zum Beispiel will ich so, weil diese Noten jetzt vor Finale sind Stammnote, Stammton. Deswegen normalerweise, wenn wir die Versetzungszeichen verändern wollen, geht es von hier, von Special Tools. Klicke ich drauf und dann gehe ich hier zum Accidental Mover Tool und dann kommen wir hier, klicken wir, gehen hier Edit, weg Use Default Accidental Font, Use Default Character, alles weg, Select, gehen wir zum Beispiel, ich will jetzt hier, lass uns sagen, halbe Kreuz, Select, akzeptiert nicht. Und wenn wir jetzt die orientalische Musik schreiben, wir brauchen manchmal alle Versetzungszeichen teilweise. Was ist die Lösung dafür? Ähm, die Lösung ist, dass wir das als Text eingeben. Klicken wir hier auf Text, klicken wir hier und dann gehen hier oben Text, Font, Default Music Font, Finale Maestro und dann wieder klicken auf Text, gehen wir Insert-Symbol, Arial, Etski und Stilek können wir von hier auch auswählen. Select ist hier, können wir, wenn die Größe uns nicht gefällt, brauchen wir noch größer, können es markieren, gehen hier zum Text, Size zum Beispiel 18 und dann können wir hier zum Beispiel machen. So, es hat funktioniert. Alles kann funktionieren als Text, weil die Versetzungszeichen nicht gut funktionieren, können wir sie als Text eingeben.
Aber jetzt, das ist natürlich, was Finale ähm, uns gegeben hat oder gezeigt hat, dass man die Non-Standard-Tonleiter oder die Tonleitern schreiben kann oder notieren kann. Aber wie wir gesagt haben, das ist bei Finale nur geht es nur um Notenbild. Die Soundwiedergabe funktioniert nicht. Und jetzt zeige ich euch meine Methode oder die andere Methode, dass wir die Tonleitern oder die Tonarten als Text darstellen oder formulieren oder erstellen. Wie das geht, ich zeige euch schnell. Jetzt machen Finale aus und wieder wähle ich hier New Default Document aus, mache es wieder größer, damit wir eine gute Übersicht haben werden. Und jetzt, ich werde jetzt C-Rast-Tonleiter erstellen als Text. Aber zuerst will ich hier den Abstand zwischen Notenschlüssel und Taktarten größer machen. Wie geht es das? Von hier Document, Document Options, Time Signatures und hier Space before Time Signature. Mein Art gebe ich 0,5 oder 4. Beide geht. Kann man machen, was man will, einfach. Alles funktioniert. Ich werde hier klicke auf Apply und können wir hier jetzt einfach sehen, was passieren wird. Apply ist jetzt den Abstand größer geworden. Dann klicke auf OK und jetzt, ich werde jetzt die C-Rastonleiter formulieren oder erstellen. Von Text klicke ich hier, Text-Tool, klicke hier zweimal, gehe ich zum Text oben, Font, Default Music Font, Finale Maestro, dann wieder hier, Insert-Symbol, Arel Itzki Uztelik. Ich brauche natürlich jetzt halb B. Ich wähle dieses Symbol aus, Select, ist ein bisschen klein, ich werde es ein bisschen größer machen. Von hier, Size, Größe, von Others. Und dann hier gebe ich 21. Ist für mich besser 21. Die Größe hier ist die beste für mich. Klicke hier. Gleichzeitig mache ich eine Kopie von Edit, Kopie, Text, von hier auch Edit. Und dann haben wir jetzt zwei halbe Vorzeichen. Brauche ich jetzt H, halb B und E, halb B. Und jetzt hier, was ist der Vorteil, dass alles hier funktioniert? Richtig, brauche ich nicht mehr als Text einzugeben. Versetzung, Zeichen funktionieren ganz gut. Alles funktioniert ganz richtig. Ich zeige euch. Nur, wie wir gesagt haben, geht es nur um Notenbild. Wir kriegen keine Vierteltone. Äh, schreibe ich jetzt zum Beispiel. Und jetzt will ich alles, was ich will, kann ich hier machen. Auch, wie ich euch gezeigt habe jetzt vor die Finale hier ist der Stammton zum Beispiel akzeptiert nicht hier die Auflösungszeichen, kein Problem. Kann ich von hier, gebe ich ein Auflösungszeichen oder gebe ich, Entschuldigung, Versetzungszeichen von hier, Special Tool, Accidental Mover Tool, klicke ich hier, Edit, weg, Use Default Accidental Font, Use
Default Character Select, gehe ich hier zum Standard Accidental Standard Accidentals und dann von hier Auflösungszeichen auswählen und hat akzeptiert. Weil jetzt natürlich für uns als Spieler oder Musiker, das ist ähm, H hier, H, Viertelton, halb B. Aber für Finale ist der Stammton, ist H. Und manchmal, wenn wir die orientalische Musik schreiben wollen oder notieren wollen, brauchen wir es, die Auflösungszeichen oder auch andere Versetzungszeichen auch. Das funktioniert ganz gut und jetzt zeige ich euch auch, ich habe ein paar äh, Noten geschrieben oder Zeile geschrieben. Ich würde euch gern zeigen. Ich habe natürlich mit Finale die Notenzeilen geschrieben. Mache ich die Übersicht noch größer. Das weg, damit wir eine gute Übersicht haben werden. Schauen wir hier einfach, wie alles funktioniert. Können wir hier Doppelkreuz, Doppel B, B, Kreuz, Auflösungszeichen, halbe Kreuz, halb B, Auflösungszeichen, alles funktioniert. Können wir alles notieren, was wir brauchen mit Finale als Notenbild. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch weitergeholfen habe. Vielen Dank.